Eigentlich wollte ich nie Profifußballer werden. Und heute spiele ich um den Aufstieg in die erste Liga. Wenn ich jetzt aufhöre mit Fußball, dann war wieder alles umsonst. Falls du mich noch nicht kennst, ich bin Andor Boliki und Profifußballer. Eigentlich wird es Boyki ausgesprochen, aber ich glaube, es ist für jeden einfacher, wenn man Boliki sagt. Einige von euch kennen mich vielleicht aus der dritten Liga oder aus der Regionalliga. In diesem Video erzähle ich euch, wie ich Fußballer geworden bin, obwohl ich es am Anfang gar nicht wollte. Die meiste Zeit habe ich in Deutschland gespielt, aber was viele von euch nicht wissen, ich bin gar nicht in Deutschland geboren, sondern in Ungarn. Und da fängt auch meine Geschichte an. Also ich bin in Eger geboren, das ist eine kleine Stadt in Ungarn, und ich war als Kind wirklich extrem sportlich. Ich habe alles Mögliche für Sportarten gemacht, sei es Leichtathletik, Skifahren, Basketball spielen. Fußball habe ich natürlich auch gespielt, aber Fußball stand noch damals nicht so im Fokus. Also mein eigentlicher Traum war es, BMX-Fahrer zu werden. Und ich weiß, die meisten von euch werden jetzt lachen oder die wissen gar nicht, was das ist. Aber ich war damals als Kind wirklich sehr talentiert. Ich habe es wirklich geliebt, diesen Adrenalinkick, wenn man hochgesprungen ist, wenn man irgendwelche Tricks gemacht hat. Und das war einfach meins. Ich hab das wirklich geliebt, Fahrrad zu fahren und einfach rumzuspringen und ein bisschen rumzualbern. Und ich war als Kind wirklich sehr hyperaktiv, deswegen habe ich wirklich alles Mögliche für Sportarten gemacht. Also ich habe auch über 200 Medaillen in Ungarn gewonnen, in Leichtathletik die meisten. Ja, mit Fußball fing das auch erst später an. Denn wir sind damals, als ich 13 Jahre alt war, sind wir nach Deutschland gezogen. Und ihr müsst euch das vorstellen, ich konnte kein Wort Deutsch. Ich habe das zwar in der Schule gelernt, aber ja, seien wir mal ehrlich, wenn du in der Schule irgendeine Sprache lernst und dann in das Land ziehst und dann auf einmal die Sprache sprechen musst, dann, also mehr als Hallo, tschüss, wie geht's dir, kannst du, glaube ich, auch nicht sagen. Und vor allem nicht als Kind, vor allem nicht, wenn du ich bist und in der Schule gar nicht aufgepasst hast. Also das war wirklich eine sehr schwierige Zeit. Wir sind damals nach Coburg gezogen mit der ganzen Familie und das war wirklich eine sehr, sehr schwierige Zeit für mich. Also ich konnte die Sprache nicht. Einzige, was ich sagen konnte, ist, ich weiß nicht. Egal, was man mich gefragt hat. Und das Krasse dabei ist ja auch, ich war wirklich 13 Jahre alt, ich hatte meine ganze Freunde in Ungarn. Sehr schlecht gefühlt, weil ich die Sprache nicht konnte. Ich habe wirklich nichts verstanden, was man mir gesagt hat. Und ich musste auch erstmal diese deutsche Emotion kennenlernen, beziehungsweise Emotionlosigkeit, besser gesagt. Ich habe alles immer persönlich genommen, beziehungsweise ich dachte, die Leute beleidigen mich oder also reden schlecht über mich. Und ja, zu der Zeitpunkt hat mich dann auch mein Vater in einen Fußballverein angemeldet in Coburg. Ich kann euch den Verein nicht sagen, also ich weiß es gar nicht mehr, welcher Verein das war. Und da fing auch erst so richtig mit Fußball an, denn ich war zu der Zeitpunkt wirklich sehr, sehr schlecht im Fußball. Also ich war wirklich einer der schlechtesten Spieler, die ihr euch vorstellen könnt. Aber ich war trotzdem sehr ambitioniert, heißt, ich habe trotzdem nie aufgegeben. Und wenn ich was nicht konnte, dann habe ich wirklich alles dafür gegeben, um es zu lernen und um besser zu werden. Also es war, glaube ich, der größte Verein in Coburg, aber wie gesagt, ich weiß den Namen leider nicht mehr. Und nach einem halben Jahr mussten wir wegen meiner Eltern umziehen nach Erfurt. Und da durfte ich bei Rot-Weiß Erfurt eine Probetraining machen. Aber ihr müsst euch das vorstellen, ich habe da 2 Wochen lang, also ich habe da 2 Wochen Probetraining mitgemacht und ich war Katastrophe, wirklich. Also ich war wirklich schlecht, ich war nicht gut. Aber ich wurde trotzdem angenommen, da bin ich bis heute noch sehr dankbar. Und ich bin dann auch auf die Sportschule gekommen in Erfurt. Mittlerweile, nach einem halben Jahr, konnte ich dann auch ein bisschen Deutsch, beziehungsweise ich habe fast alles verstanden, aber also mit Reden fiel es mir immer noch nicht so leicht. Also ich habe dann aber trotzdem versucht zu reden. Ja, in Erfurt habe ich dann bei der U16 gespielt, damals Landesliga, also das war die B2 Landesliga, wo ich gespielt habe. Und ich war wirklich noch Katastrophe, richtig schlecht. Ich wurde von meinen Mitspielern immer ausgelacht. Nicht nur, weil ich kein Deutsch konnte oder wenig Deutsch konnte, sondern auch, weil ich schlecht war. Also ich will nicht sagen gemobbt, aber es war wirklich eine schwierige Zeit, auch in Erfurt. Ja, dann irgendwann im Winter wurde mir gesagt, beziehungsweise meine Eltern wurden dann mitgeteilt, dass ich die Schule verlassen muss, beziehungsweise die sehen keine Fortschritte bei mir im Fußball. Und es war ja eine Sportschule, also wirklich, wir hatten jeden Tag Training, auch vormittags trainiert und Nachmittag auch Training gehabt. Und genau an diesem Tag, wo mir das mitgeteilt wurde, beziehungsweise meine Eltern und ich mit meinem Vater geredet habe, da hat es dann irgendwie einen Klick gemacht in meinen Kopf. Jeder hat mich schon abgeschrieben, ich war nicht gut, ich wurde
gefühlt immer runtergemacht, ausgelacht. Und irgendwie kam dann so ein Moment, wo ich mir dann selber so gedacht habe oder gesagt habe, ich will es allen beweisen. Ich will es allen beweisen und ich will, also wenn ihr sagt, ich kann es nicht, dann hier, ich zeige euch, wie ich das kann. Ich kann das. Und dann hatten wir ein Hallenturnier im Winter und jeder hat mich abgeschrieben, also wirklich. Ich hatte davor gar kein Selbstvertrauen, gar nichts. Aber in diesem Hallenturnier, ihr müsst euch vorstellen, ich habe da wirklich Turnier meines Lebens gespielt. Auf einmal habe ich Tor mit links gemacht, Tor mit rechts gemacht. Ich habe wirklich eine super Turnier gespielt. Ich bin damals auch bester Spieler des Turniers geworden. Und das war dieser Moment, wo sich dann auf einmal alles gewendet hat. Also wo ich auf einmal auch Respekt von den Mitspielern bekommen habe, auch von den Trainern und wo die Trainer dann auch gesagt haben, ey, okay, der Junge, der hat wirklich Potenzial. Und vielleicht war genau dieser Moment, dieser Rückschlag, dieser Schlag in die Fresse, was mir dann gefehlt hat, was sich halt dann alles verändert hat. Und ab diesem Zeitpunkt dann habe ich dann auch mehr gespielt, auch mehr Chancen bekommen, beziehungsweise ich habe dann auch viel mehr Selbstvertrauen bekommen. Ich habe dann auch die Leute nicht mehr ernst genommen, die mich damals ausgelacht haben. Ich habe dann selber über die gelacht. Wenn die irgendwas zu mir gesagt haben, ich habe die einfach ausgelacht. Also ich habe das gar nicht mehr so ernst genommen. Was willst du von mir? So, wisst ihr, was ich meine? Und in dieser Zeit, wo ich dachte, okay, es geht jetzt bergauf, ich bin dann in die U17 gekommen. Das war damals also NLZ, U17 Bundesliga. Ich habe dann auch regelmäßig gespielt. Damals habe ich noch Außenverteidiger gespielt, Rechts- oder Linksaußenverteidiger. Ich habe da auch einige Tore gemacht. Und wo ich dachte, okay, geil, ich kann mit Fußball irgendwas erreichen. Ich habe dann immer mehr Spaß daran gefunden. Dann kam der Rückschlag wieder. Weil in der Jugend ist es ja immer so, man kommt ja von der U17 in die U19 und man führt ja immer Gespräche mit den jeweiligen Trainern. Und mir wurde damals immer gesagt, okay, du hast wirklich so einen Sprung gemacht, so einen Riesensprung nach oben gemacht. Man sieht Potenzial, du hast wirklich sehr viel Talent, beziehungsweise nicht Talent, sondern du hast wirklich sehr viel Potenzial, du kannst auch viel mehr erreichen. Wurde mir dann immer wieder gesagt, ja, du wirst auf jeden Fall in die U19 kommen, du wirst deine Chance kriegen. Aber es kam dann komplett anders. Denn kurz vor Saisonschluss wurde mir dann auch mitgeteilt, ja, Andor, du kommst nicht in die U19. Und das war wieder so ein Moment in meinem Leben, wo ich dachte, alles bricht wieder zusammen, wo ich Spaß am Fußball hatte, immer besser reingekommen bin. Ich werde diesen Satz nie vergessen in meinem Leben, was mir damals gesagt wurde. Den Trainer werde ich auch nie vergessen. Zu der Zeitpunkt habe ich diesen Trainer komplett beleidigt, bis zum geht nicht mehr. Ich habe ihn verflucht. Und diesen Satz, wo er zu mir gesagt hat damals, ja, du kommst nicht in die U19, aber bitte hör nicht auf mit Fußball. Das war so ein Satz, das saß richtig tief, aber ich dachte mir innerlich, du, erst sagst du mir, ich bin gut, ich komme safe in die U19 und dann irgendwann sagst du mir, ja, aber wir würden uns freuen, wenn du mit Fußball nicht aufhörst. Also für mich hat das ja gar keinen Sinn ergeben. Also bin ich nach Hause gegangen, ich war natürlich trotzdem traurig, dass ich nicht in die U19 gekommen bin. Ich habe dann nach neuen Möglichkeiten gesucht und dann bin ich auf den Verein Hallischer FC gestoßen. Ich bin auf die Webseite gegangen, da konnte man sozusagen als junger Spieler angeben, man möchte ein Probetraining machen. Ich habe mich da angemeldet, ich wurde zum Probetraining eingeladen und da wurde ich auch angenommen. Und das Geile dabei ist, ich habe damals gegen meinen Ex-Verein Rot-Weiß Erfurt in der U19 Bundesliga auch gespielt. Also für mich, ich dachte, boah, Jackpot, geil, ich kann denen richtig zeigen, was ich drauf habe. Also könnt ihr euch vorstellen, dass ich immer übermotiviert bzw. extra motiviert war, wenn ich gegen meinen Ex-Verein, gegen Rot-Weiß Erfurt damals gespielt habe. Und ihr dürft auch nicht vergessen, davor, ich war wirklich der schlechteste Spieler. Und das Geile dabei war ja auch immer, wenn ich gegen die Spieler gespielt habe, die mich damals immer wieder ausgelacht haben und dann auf einmal ein gutes Spiel gemacht haben, die konnten das auch gar nicht erfassen, dass ich überhaupt Fußball spielen kann. So, wisst ihr, was ich meine? Und das war auch der Zeitpunkt, wo ich auch eine Einladung von der ungarischen Nationalmannschaft bekommen habe. Ich wurde von Jahr zu Jahr besser im Fußball, aber ich war zu der Zeitpunkt immer noch nicht so am Top-Level, beziehungsweise immer noch nicht da, wo ich mir damals gesagt hätte, okay, geil, ich bin jetzt bereit für die Nationalmannschaft. Aber ich habe dann trotzdem 6 Spiele für die Nationalmannschaft gemacht in Ungarn. Aber ich finde immer noch, ich wurde da leider zu früh eingeladen und ich habe damals meine Leistung dort nicht gebracht, beziehungsweise ich war da auch nicht so gut bei der Nationalmannschaft, muss man ehrlicherweise sagen.
Leider ging dadurch auch die Tür so ein bisschen zu in Ungarn, weil in Deutschland gab es ja Landesauswahl und da wurde ich ja nominiert damals für Sachsen-Anhalt und man musste sich zu der Zeitpunkt auch entscheiden, ob man für Deutschland oder für Ungarn spielen möchte. Und da ich ja keine weiteren Einladungen aus Ungarn bekommen habe, dann dachte ich, okay, pass auf, klar, du warst jetzt nicht so gut für Ungarn, also habe ich dann sozusagen bei der Auswahl da mitgespielt und musste das ja auch so angeben. Ab dem Zeitpunkt war ich auch gar nicht mehr auf dem Radar von Ungarn. Und weil ihr ja schon mitbekommen habt, meine Geschichte ist nicht so einfach verlaufen und so leicht verlaufen, heißt es wieder, die U19 war dann irgendwann vorbei. Also ich habe 2 Jahre in der U19 gespielt. HFC hat damals in der Regionalliga gespielt. Man hat ja als U19-Spieler ab und zu mal die Möglichkeit bekommen, bei der ersten Mannschaft mitzutrainieren. Da hat man natürlich immer Gas gegeben. Ja, dann gab es ja natürlich wieder Gespräche nach der U19, weil normalerweise kommt man dann ja in das Männerjahr bzw. in die Herrenmannschaft. Da wurde mir gesagt, okay, pass auf, in der Regionalliga würden wir dir gern die Chance geben. Pass auf, du bist noch jung, wir würden dir gern einen Vertrag geben für die erste Mannschaft. Du würdest da mittrainieren, aber du würdest dann in der zweiten Mannschaft spielen. Ja, und dann dachte ich mir, okay, geil, ich bekomme eine Chance, hört sich gut an, so. Oder vielleicht kriege ich mal die Chance, mich in der Regionalliga zu zeigen als junger Spieler. Aber wie es im Fußball ist, es kam nicht dazu. Also die HFC ist damals in die 3. Liga aufgestiegen. Mit diesem Aufstieg war dann auch mein Vertrag komplett weg. Also mir wurde dann gesagt, ey, für die 3. Liga wird es wirklich schwierig. Heißt, das Einzige, was wir jetzt machen können, ist für die U23 einen Vertrag zu geben. Und vielleicht kannst du dann ja mal 1-2 Mal die Woche bei der ersten Mannschaft mittrainieren. Also hieß für mich wieder in die saure Apfel beißen. Ich dachte mir, okay, scheiß drauf, ich mach das. Und zu der Zeitpunkt hat die U23 in der Oberliga gespielt, aber ich hatte damals 1-2 Angebote aus der Regionalliga gehabt und ja, was soll ich sagen, also die haben mich damals überzeugt, nochmal ein Jahr zu bleiben. Ich habe wirklich darauf gehofft, eine Chance zu kriegen, aber das habe ich nie bekommen. Also das Jahr in der Oberliga bei der U23 von Hallischer FC, ihr müsst euch das vorstellen, ist wirklich krass. Also sowas habe ich zu der Zeitpunkt noch nie erlebt, beziehungsweise später auch noch nie. Wir haben wirklich zu 9 trainiert. 9 Spieler. Davon war ein Spieler der Torwart. Also es war wirklich abgesehen, dass wir absteigen werden, weil es wurden zwar 1-2 Spieler immer aus der ersten Mannschaft runtergeholt, aber meistens haben dann U19-Spieler, die hochgezogen wurden, gespielt und ja, zu 9. Also ich habe damals auch noch nicht von Fußball gelebt. Ich musste auch vom Verein aus eine Ausbildung anfangen. Das finde ich auch bis heute sehr, sehr gut. Das fand ich auch von dem Verein gut, damit man eine Absicherung hat, falls es mit Fußball nicht klappt. Also habe ich eine Ausbildung damals angefangen als Speditionskaufmann. Fußball war halt wirklich dann nebensächlich. Also ich habe wirklich nebenbei Fußball gespielt zu der Zeitpunkt, muss man schon sagen. Und es war auch nicht so einfach, das alles unter einen Hut zu bekommen, weil vormittags hat man ja die Ausbildung gemacht, man hat gearbeitet, je nachdem, manchmal bis 17 Uhr oder man musste halt in die Schule für 1-2 Tage in der Woche und danach hat man ja 18 Uhr Training gehabt. Es war wirklich nicht einfach zu der Zeit und es war auch schwer, sich auf Fußball zu konzentrieren und im Fußball besser zu werden, weil man muss schon sagen, wenn du wirklich 8 Stunden am Tag arbeitest, 18 Uhr dann zum Training kommst, da 2 Stunden trainierst, dann bleibt auch wirklich sehr wenig Zeit, um nochmal extra Einheiten zu machen, beziehungsweise auch mal Freizeit zu haben und mal auch ein bisschen abzuschalten. Ich glaube, der Verein hat die zweite Mannschaft zu der Zeitpunkt komplett abgeschrieben und wollte einfach, dass wir absteigen und das ist dann auch so gekommen. Also wir sind damals auch von der Oberliga abgestiegen, aber ich glaube, das war schon vorausgesehen mit 9 Spielern und man konnte ja wirklich kaum richtig trainieren. Das war dann wieder so ein Punkt in meinem Leben, wo ich mir dachte, ey, Fußball wird wirklich sehr, sehr schwer, da was zu erreichen. Vor allem man ja die Ausbildung ja nebenbei noch gemacht hat. Aber dann habe ich ein Angebot bekommen aus BSV Reden. Also das ist genau zwischen Hamburg, Osnabrück und Bremen. Das ist genau in der Mitte, ist ein kleiner Dorf. Ja, die haben mir die Möglichkeit gegeben, in der Regionalliga zu spielen, also in der Regionalliga Nord, was ich dann auch angenommen habe. Und was dann auch sehr gut war, ist, dass ich da meine Ausbildung weitermachen konnte. Und ja, also bin ich nach Reden gezogen. Und zu der Zeitpunkt war ich noch 19 Jahre alt, also man kann ja sagen, immer noch Talent sozusagen.
Und ich hätte auch gar nicht gedacht und gar nicht erwartet, dass ich da sehr viel Spielzeit bekommen werde, vor allem am Anfang, weil ich dann noch sehr, sehr jung war. Aber der Trainer hat was in mir gesehen, dafür bin ich bis heute noch sehr dankbar. Wirklich nach den ersten Einheiten, er hat mich von Tag 1 sehr, sehr viel gepusht. Er hat auch gar nicht erwartet, dass ich so viel Qualität zu der Zeitpunkt hatte, vor allem da ich ja aus der Oberliga gekommen bin. Wirklich auch keine Angst hatte, beziehungsweise auch kein Blatt vor den Mund genommen habe. Also ich war als junger Spieler dann auch nicht mehr einfach, weil ich ja diese schwere Zeit durcherlebt habe, wo ich ausgelacht wurde und runtergemacht wurde, hat mich dann im positiven Sinne dann stärker gemacht und selbstbewusster gemacht, weil ich habe dann irgendwann auch einfach meinen Mund aufgemacht gegen ältere Spieler. Ich habe dann auch immer wieder was zurückgesagt, auch wenn ich dann vieles abbekommen habe, aber ich konnte damit dann irgendwann umgehen und ich habe das dann auch nicht mehr persönlich genommen, weil man sagt ja, alles was auf dem Platz passiert, das bleibt auf dem Platz und wenn du vom Platz runtergehst, dann ist das vergessen, dann schüttelt man sich die Hände und alles ist gut. Und dann habe ich auch die Chance bekommen, von Anfang an zu spielen. Ich habe dann auch die ersten 10 Spiele von Anfang an gespielt als Rechtsverteidiger in der Regionalliga Nord. Darauf bin ich auch sehr stolz und auch sehr dankbar für den Trainer. Ja, meine Geschichte ist ja wirklich nicht einfach, denn wir standen zu der Zeitpunkt auf dem letzten Platz. Wir haben kaum gewonnen, haben wieder um den Abstieg gespielt und dann kam im Winter der Trainerwechsel. Und als Fußballer, wenn ein Trainerwechsel ist, also ihr wisst, entweder wird es viel besser oder es wird noch schlechter, beziehungsweise auch persönlich für den einzelnen Spieler. Und in meinem Fall war es dann so, ich habe ab der Zeitpunkt, wo der neue Trainer kam, keine Minute gespielt. Er hat mich dann komplett abgeschrieben. Er war dann auch so ein Trainer, der dann zu mir kam, so meine Geschichte so ein bisschen, ja, er wollte mich so ein bisschen kennenlernen, er wollte meine Geschichte wissen. Ich habe ihm dann auch erzählt, wo ich gespielt habe, U-Nationalmannschaft in Ungarn war. Diesen Tag werde ich auch nie vergessen, weil als er das gehört hat, dass ich in Ungarn Nationalmannschaft gespielt habe, er hat mich dann wirklich angeguckt, als wäre das wirklich die 12. Weltwunder. So, wisst ihr, was ich meine? Also der hat mich angeguckt, boah, wie kann das sein, dass der Junge U-Nationalmannschaft gespielt hat in Ungarn? Genau so hat er mich angeguckt. Und er hat dann zu mir auch einen Satz gesagt, was ich niemals in meinem Leben vergessen werde. Er hat zu mir gesagt, also Andor, ich glaube, mit Fußball wird nichts. Also du bist für mich kein Fußballer. Du bist für mich nicht gut. Und sowas zu hören mit 19 Jahren, also das ist wirklich wieder ein Schlag in die Fresse. Komplett. Also dann hinterfragst du wieder komplett alles. War überhaupt richtig, dass ich so viel Zeit im Fußball investiert habe, dass ich die Ausbildung mache und nebenbei noch zum Training gehe und jeden Tag Gas gebe und besser werden möchte. Und dann sagt dir der neue Trainer sowas. Und ich musste zu der Zeitpunkt wirklich sehr viel leiden. Ich habe keine Minute gespielt in der ersten Mannschaft in der Regionalliga. Ich wurde auch öfter mal in die zweite Männermannschaft geschickt. Ich musste da mitspielen. Die haben damals, glaube ich, 7. Liga gespielt oder so, oder 7., 8. Liga. Lass mich lügen, ich weiß das mittlerweile auch nicht mehr. Und es war dann wirklich so ein Zeitpunkt, wo ich dachte, boah, wenn ich jetzt aufhöre mit Fußball, dann war wieder alles umsonst. Dann habe ich umsonst diese ganzen Sachen eingesteckt. Ich habe umsonst mir selber versprochen, dass ich den Leuten zeigen werde, die nie an mich geglaubt haben. Ja, dann bin ich dann trotzdem einfach hingegangen zu den Spielen von der zweiten Mannschaft. Ich habe trotzdem Gas gegeben, nie aufgegeben. Das hat sich dann auch widerspiegelt so im Training, weil sogar die Mitspieler meinten dann irgendwann, ey, also das ist schon sehr frech, dass du nicht mal eingewechselt wirst oder beziehungsweise gar keine Chance kriegst, in der ersten Mannschaft zu spielen. Und ja, ich habe aber trotzdem nie aufgegeben. Ja, für mein Glück kam dann erneuter Trainerwechsel ein Jahr später. Das war für mich wieder so ein entscheidender Punkt, denn der neue Trainer hat dann beim Training zugeschaut. Wir hatten damals so einen anderen Trainer, der uns halt sozusagen trainiert hat, aber der war nicht der offizielle Trainer. Er hat dann nur zugeschaut und kam dann nach dem Training zu mir und hat mich dann gefragt, ja, auf welche Position spielst du und wie viel hast du gespielt letzte Saison? Dann habe ich ihm natürlich alles erzählt, dass ich kaum gespielt habe, immer in die zweite Mannschaft versetzt wurde. Er hat dann zu mir gesagt, also du hast wirklich Potenzial. Ich sehe was in dir. Gib nicht auf. Du hast was. Du hast wirklich was. Und das war dann wieder so ein Punkt, wo ich mir dachte, woher kommt das? Also die ganze Fußballgeschichte bei mir ging hoch und runter, hoch und runter. Einmal bin ich gut, dann der nächste Trainer kommt, der sagt, ey, du bist Katastrophe, hör auf mit Fußball. Dann kommt ein neuer Trainer, der sagt,
boah Junge, du hast wirklich Potenzial, gib weiterhin Gas. Er hat dann wirklich wieder alles verändert, weil auf einmal habe ich dann wieder gespielt. Ich habe wieder meine Chance bekommen. Und als ich gespielt habe, habe ich wieder ein Tor gemacht, weil er meinte, ey, du bist für mich kein Außenverteidiger, du bist so schnell, du kannst viel laufen, du bist wirklich technisch stark, weil mittlerweile habe ich mich dann auch verbessert, was Technik angeht. Hier ist deine Chance, ich gebe dir deine Chance, nutze es oder nutze sie. Also ich habe direkt im ersten Spiel Tor gemacht, das war, glaube ich, so ein geiles Gefühl, das war einfach so, ich kann das nicht beschreiben, so ihr wisst, ihr leidet die ganze Zeit, ihr trainiert jeden Tag, ihr müsst nebenbei arbeiten, dann kommt ihr zum Training, ihr werdet nochmal so richtig hops genommen und dann kommt ein neuer Trainer, neues Lichtblick und auf einmal, ihr bekommt die Chance und ihr liefert direkt. Also das war wirklich ein geiles Gefühl, also dafür liebe ich auch Fußball, weil im Fußball kann sich wirklich alles von einem Tag auf den anderen ändern. Und ab dem Zeitpunkt ging es dann wirklich bergauf, Ich habe dann in dem halben Jahr habe ich dann 5 Tore gemacht als 19-Jähriger, was wirklich sehr gut war zu der Zeitpunkt, vor allem in der Regionalliga, weil ich ja davor, wie gesagt, bei der zweiten Mannschaft spielen musste. Und dann habe ich auch ein Angebot aus Berlin bekommen von BAK, von Berliner AK. Wenn man denkt, geil, es geht jetzt bergauf, okay, ich kann was erreichen, genau, dann kommt wieder der Knackpunkt und dann geht wieder bergab. Denn ich bin zu Berlin gekommen, also ich konnte meine Ausbildung abschließen, heißt, ich konnte mich jetzt wirklich komplett auf Fußball konzentrieren. Man hat auch ein vernünftiges Gehalt damals bekommen und dann dachte ich mir, boah, geil, es geht mit Fußball endlich los. Du hast so viel gelitten, du kannst endlich zeigen, was du drauf hast. Du kannst im Fußball was erreichen, du kannst davon leben. Geil, geil. Aber wie Fußballgeschichten so sind, kam es nicht so, wie ich es mir erwartet habe, wie ich es erhofft habe. Denn in der Vorbereitung war ich Katastrophe. Es war wieder ein neues Umfeld für mich, es war irgendwie auch schwierig, so diese Berliner Mentalität war auch ein bisschen anders. Ich hatte kein Selbstvertrauen und das Witzige dabei ist auch, dass der Trainer immer dachte, ich bin Linksverteidiger. Bei Reden damals wirklich Außenspieler gespielt, ich war Außenmittelfeldspieler. Ihm wurde aber gesagt, dass ich Linksverteidiger bin, weil der Berliner AK einen Linksverteidiger damals gesucht hat. Ich habe mich damals auch immer so gefragt, ja, warum spiele ich in der Vorbereitung immer Linksverteidiger? Weil eigentlich bin ich ja Offensivspieler. Und irgendwann habe ich ja so mit dem Trainer geredet, dann kam ja so ins Gespräch und dann habe ich ihm auch gesagt, ja, Trainer, ich bin aber Außenspieler, also ich bin Offensivspieler und kein Linksverteidiger. Also das kann ja nicht sein, ich wollte einen Linksverteidiger haben und jetzt haben wir einen Offensivspieler geholt. Und dann kommt auch noch dazu, dass ich schlecht war, also wirklich schlecht, ich hatte kein Selbstvertrauen. Und das hat er mir auch damals auch gesagt, er hat mich auch gefragt, ey, was ist los mit dir, fühlst du dich nicht gut? Gibt es irgendwelche Probleme zu Hause? Red mit mir, weil du kommst wirklich so rüber, als hättest du keinen Spaß am Fußball. Und die meisten von euch werden diesen Trainer kennen, denn er ist aktuell Bundesliga-Trainer und sein Name ist